Liebe Gäste, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Messestand der Babtec. Mein Name ist Jean-Marcel Haupt und ich freue mich, Ihnen in unserem jetzigen Vortrag ein bisschen was zu unseren Cloud-Lösungen näher zu bringen. Auch von mir herzlich willkommen. Sie sind alle hier wegen des Vortrags, richtig? Ja, klar. Ah, ich sehe schon, so richtig gläubig sind Sie noch nicht. Aber wir werden Ihnen jetzt mal so richtig coole Sachen zeigen. Vor allen Dingen werden wir Ihnen Sachen zeigen, die total einfach sind. Denn das ist der Vortragstitel, den wir haben. Einfach etwas Ihnen an die Hand zu geben. Und was steckt dahinter? Gibt es ein bisschen mehr Infos, Herr Haupt? Ja, also einfach, ich glaube so in den heutigen Zeiten, wo immer mehr Unternehmen in Lieferantenketten verbunden sind und unternehmensübergreifend arbeiten müssen, da ist das Arbeiten nicht immer wirklich einfacher. Wir haben Ihnen nochmal das, was wir gerade im Film gesehen haben, als Übersichtsfolie mitgebracht. Und vielleicht ist auch Ihr Unternehmen in einer Lieferantenkette verbunden und dort gleichzeitig Kunde und auch Lieferant. Und in der Position, wo Sie sind, haben Sie die Aufgabe, mit Ihren Daten über Unternehmensgrenzen hinweg zu kommunizieren. Mit Ihren Kunden, mit Ihren Lieferanten. Das ist Tagesgeschäft für Sie. Bekanntermaßen können Sie dafür oder für die Qualitätsaufgaben in Ihrem Unternehmen, hier zum Beispiel als Motorenhersteller, die Standardsoftware Babtec Q verwenden. Dabei haben Sie es natürlich mit Leistungen von Lieferanten und Erwartungen von Kunden zu tun, denen Sie da gerecht werden möchten. Genau dafür gibt es die Standardsoftware. Das kennen Sie schon. Aber um die Kommunikation jetzt auch über Unternehmensgrenzen hinweg zu realisieren, gibt es seit gut einem Jahr den Babtec Cube. Der Babtec Cube, das ist die Plattform im Internet. Und diese Plattform erlaubt es Ihnen, Informationen, die im Babtec Q liegen, über die Unternehmensgrenzen hinweg zu kommunizieren und die digitale Abarbeitung mit Ihren Lieferanten aufzunehmen. Genau. Und durch diese Vernetzung der Prozesse wird letztendlich die Qualität steigen. Deswegen nennen wir das die Quality Supply Chain. Lassen wir uns das mal am Beispiel vom Reklamationsmanagement anschauen. Die Reklamationen, die Sie eröffnen, die werden Sie innerhalb der Babtec-Software anlegen. Ja, das bleibt so. Das ist wie immer. Und mit einem Mausklick können Sie diesen Reklamationsvorgang, diese Lieferantenreklamation, einfach in den Cube schieben, um die Zusammenarbeit mit Ihrem Lieferant dann über die Grenzen hinweg durchzuführen. Und wie Ihr Lieferant diese Reklamation, die Sie erstellt haben, jetzt im Cube bearbeiten kann, zeigen wir Ihnen mal live. Herr von Strahlen, auf ins Internet. Okay, also Internetwechsel. Ja, ich gehe jetzt vom PowerPoint in eine andere Applikation. Und Internet, oh Wunder, ja, ich habe einen Browser hier. Ja, ganz normaler Firefox, Opera, Internet Explorer, was auch immer. Sie brauchen einfach nur eine Web-Oberfläche, die Sie benutzen können. Und das, was wir hier sehen, ist jetzt die Sicht Ihres Lieferanten. Also ich habe jetzt mal das Ganze aus der anderen Perspektive aufgenommen. Und wenn Ihr Lieferant mit dem Cube arbeitet, dann sieht er als erstes den Willkommensdialog, den wir hier haben. Und in dem Willkommensdialog, Dashboard, Willkommensseite, wie auch immer man das jetzt nennt, sieht Ihr Lieferant, aha, hier gibt es Kundenreklamationen. Eine überfällige, eine neue. Und mit einfachem Klick auf diese Kachel wechselt das System in die Detailansicht der Reklamationsvorgänge, die vom Kunden in mein Portal des Lieferanten eingestellt wurden. Ja, Herr van Strahlen, ich bin Ihr Kunde. Schauen Sie sich doch mal an, was ich Ihnen dazu geschickt habe. Kleiner Tipp, Sie sind schon einen Tag überfällig. Oh, okay. Also ich muss Gas geben, sehe ich schon. Einen Tag überfällig. Der Kollege meint die Platine. Ja, einen Tag überfällig, ja. Rot markiert. Gehe ich in die Bearbeitung, einfach wieder draufklicken und jetzt wechselt das System in die eigentliche Bearbeitungsansicht. Alle Informationen, die mein Kunde, also der Herr Haupt, in seinem Babtec eingegeben hat vorher, befinden sich jetzt hier in meiner Lieferantenansicht, aber im Cube, ohne Babtec-Software. Und innerhalb des Cubes kann ich jetzt den geführten 8D-Report leben. Den kennen Sie, ja? Problembeschreibung, Sofortmaßnahmen, alles, was dazugehört. Ja, also hört sich gut an. Ich denke mal, eine Sofortmaßnahme, die hätte ich auf jeden Fall gerne von Ihnen. Okay. Was hätten Sie denn gerne für eine Sofortmaßnahme? Eine Ersatzlieferung. Okay. Ich will schließlich weiterarbeiten. Das ist doch das Erste, was ich haben will. Alles klar. Fangen wir mal an. Ja, die Ersatzlieferung, Kataloge, die dann auch im Hintergrund aufgebaut werden. Ich plane das für heute ein. Möchte das, was ich hier erfasst habe, auch direkt meinem Kunden mitteilen. Das heißt, ich teile die Maßnahme an meinen Kunden, lege das an und habe jetzt hier, zack, die Maßnahme erfasst. Und über einen weiteren Klick sende ich diesen 8D-Report
über den Cube zurück an meinen Kunden. Fertig. Das Ganze hätten Sie jetzt auch auf Ihrem Handy machen können. Das funktioniert auf jedem Gerät mit einem Webbrowser. Also Sie hätten eigentlich keine Ausrede gehabt, das nicht gestern Abend im Hotel noch eben zu machen. Super. Okay. Ja, das stimmt aber leider. All diese Informationen, die Sie mir jetzt zurück übermittelt haben, sind dann digital in meinem Baptec Q als Ihre Stellungnahmen wieder zurückerhalten und dokumentiert. Genau. Damit wäre die Reklamationskette digital abgebildet, oder? Und dieses digitale Abbilden, das ist diese Quality Supply Chain, von der wir gerade gesprochen haben. Diese Informationen, die wir jetzt hier haben, die spiegeln sich dann wo wieder? Ja, im Baptec Q. Und damit in der Lieferantenbewertung. Ja, das ist ein guter Hinweis. Also Ihre Lieferanten haben viele Reklamationen und das könnte dazu führen, dass das auch in Ihrer Lieferantenbewertung so ein bisschen sichtbar wird. Diese Lieferantenbewertung können Sie auch schon heute ganz bequem in Baptec Q in der Standardsoftware vornehmen und zukünftig auch an Ihre Lieferanten über den Cube einfach publizieren. Herr van Strahlen, lassen Sie uns das doch auch noch mal anschauen hier. Okay. Ich bin ja immer noch in der Lieferantensicht unterwegs. Ja? Cube ist immer noch Lieferantensicht und Ihr Lieferant hat in dem Moment hier eine weitere Auswahlmöglichkeit, nämlich sich die aktuelle Lieferantenbewertung aufzurufen, die er von seinem Kunden bekommen hat. Und solch eine Lieferantenbewertung wird hier jetzt visuell dargestellt innerhalb des Cubes. Genau, hier in diesem Beispiel sehen wir jetzt die Lieferantenkennzahl 85% für den rechts ausgewählten Bewertungszeitraum 2015. Und das ist noch ergänzt worden hier um einen Kommentar, den Sie optional eintragen können. Und der Lieferant sieht auch sofort seine Entwicklung der LKZ über die vergangenen Jahre. Ja, wer die Baptec-Software ein bisschen kennt, weiß, dass diese Struktur, also hier zum Beispiel diese erste Kategorie Qualität, völlig frei definiert werden kann. Das heißt, diese komplette Konfiguration, die im Baptec zuvor durchgeführt wurde, wie soll denn diese LKZ berechnet werden, findet sich auch 1:1 dann im Intranet wieder im Cube wieder. Und diese Kategorie Qualität, die wir hier haben, also mit 95% bewertet, gliedert sich dann nochmal in Einzelkriterien, die zur Berechnung der Qualität herangezogen werden, wie zum Beispiel die QZ, die PPM, Reklamation und. Und Sie kennen das vielleicht fragt auch Ihr Lieferant, Mensch, was ist denn hier QZ? Wenn er das möchte, kann er hier mit einem Mausklick auch nochmal die QZ aufklappen, sieht auch da einen Kommentar, den Sie in der Software eingeben können und sieht an der Stelle auch den Verlauf dieses einzelnen Kriteriums über die vergangenen Jahre. Er kann sich jetzt diese wunderbare Lieferantenbewertung ansehen. Sie sehen, es gab jetzt hier 3 Kategorien und ganz zum Schluss kann er das, um die Sache rund zu machen, auch noch elektronisch bestätigen. Ich habe diese Bewertung zur Kenntnis genommen und auch diese Kenntnisnahme wird dann wieder in Ihrem Baptec Q-System dokumentiert, sodass Sie sofort sehen können, der hat die zur Kenntnis genommen. Diese ganzen Kennzahlen, die jetzt hier im Cube für die Lieferanten dargestellt werden, werden natürlich im Kundensystem automatisch ermittelt. Das heißt, da gibt es dann eine Konfiguration, eine Einstellung, da werden Datensätze aus dem Baptec genommen, es werden QZ berechnet. Wir können aber auch natürlich weiche Faktoren im Baptec definieren und all diese Hard Facts und Soft Facts, die im Baptec gepflegt werden, werden per Mausklick in den Cube geladen und den Lieferanten zur Verfügung gestellt. Ja, also ich glaube, wenn ich mir die Gesichter ansehe, es ist schon mal interessant. Sollen wir noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Haben Sie noch Fragen oder so? Oder warten Sie noch auf die Verlosung? Die warten alle. Ich glaube, keiner sagt was, sie warten. Aber wir sollten mal kurz zumindest noch mal eine Zusammenfassung. Okay, lass uns das tun. Nochmal zurück zu PowerPoint. Was haben wir denn gesehen gerade? Wir sind eingestiegen damit, dass wir gesagt haben, die Baptec Standardsoftware, die bei Ihnen im Unternehmen läuft, wird genutzt, um alle qualitätsrelevanten Themen über den kompletten Produktentstehungsprozess und nachgelagert durchzuführen, zu überwachen und zu tun, schlicht und ergreifend. Ja, und der Baptec Cube ist die Ergänzung dazu, um innerhalb Ihrer Lieferantenketten mit Ihren Geschäftspartnern zu kommunizieren. Und diese Kombination der beiden Module, die dient dazu, diese Quality Supply Chain aufzubauen. Die komplette, durchgehende digitale Bearbeitung Ihrer qualitätsrelevanten Aufgaben vom Baptec über die Plattform Cube mit Ihren Lieferanten zusammen. Ja, das war's zu unserem kurzen Vortrag. Unsere Kollegen sind da, wenn Sie da Interesse haben, noch mal was genauer sehen wollen oder ein bisschen Informationsmaterial dazu haben, wenden Sie sich gerne an die Kollegen.